Moin, Herr Wips. Herr Renners, guten Morgen. Hallo. Heute geht's los. Hat Gold im Mund. Ja, genau. Der frühe Vogel fährt den Kögel. Und zwar nach Italien. Eine Tour der besonderen Art. Okay, läuft. 6 Uhr morgens, Burtenbach in Bayern. Auf dem Kögel-Betriebsgelände könnte man auch nebelige Krimis drehen. Wir starten aber Richtung Sonne und sind bestens vorbereitet. Oliver hat auch Verpflegung mit. Ja, die Verpflegung ist eisenhaltig. Wir haben hier nach Österreich Schneekettenpflicht. Das heißt, wir müssen die mitführen. Schließlich sollen der brandneue Kögel-Trailer samt Kögel-CEO Christian Renners gut ans Ziel Fast alles. zum Kunden Gruber Logistics in Südtirol gebracht werden. Ein edler Iveco S-Way in der Magirus-Edition dient als Zugmaschine. Oliver legt los. 7:24 Uhr, wir starten in Burtenbach zu einer Tour der außergewöhnlichen Art und Weise. Überführung eines Kögel-Trailers mit dem Kögel-CEO Herrn Christian Renners an Bord. Herr Renners, wie sind Sie auf die Idee gekommen für diese außergewöhnliche Tour? Ich wollte die Perspektive der Kunden kennenlernen. Deshalb sitze ich hier. Wir fahren zum Kunden Gruber, einer der größeren in Ihrem Portfolio, nehme ich an. Gruber ist ein sehr guter Kunde, sehr loyal und ein Kunde, der sehr stark wächst, sehr attraktiv das Geschäft betreibt und auch sehr innovativ ist. Passt also genau zur Kögel. Ja, sehr gut. Da ist Gruber genau richtig beim Kögel aufgehoben und umgekehrt. Da freuen wir uns sehr und da ist auch heute die Gelegenheit eine große Ehre, dass man mal persönlich ein Fahrzeug übergeben kann. Das heißt, wir sind jetzt auf einer mindestens 3/4-tägigen Tour und werden heute Nachmittag in Auer in Südtirol ankommen. Je nachdem, wie sie uns am Brenner rüberlassen, ne? Genau, die Blockabfertigung, die droht. Das ist die einzige Hürde, die wir zu nehmen haben. Ansonsten fahren wir mit 570 PS und einem leeren Auflieger. Also ich denke, da werden wir mit Abstand die schnellsten auf der Autobahn sein. So, wir nähern uns jetzt München, Autobahnring A99, eine der meist befahrenen Autobahnstrecken Europas. Wo sehen Sie denn Ansätze, steigender Straßengüterverkehr zu bewältigen? Also ich sehe zum Beispiel eine Möglichkeit in der Kombination Schiene-Straße. Ja, wir ziehen ja auch gerade ein Fahrzeug, einen Trailer für die Firma Gruber, das für Straße und Schiene geeignet ist. Und in dieser Kombination sehe ich zum Beispiel eine Möglichkeit, um die Verkehrsdichte zu entflechten. Dazu müsste man die Kapazitäten bei der Bahn eigentlich steigern noch. Die Kapazitäten, vielleicht aber auch die Flexibilität. Ja. Ja, also ich meine, heute ist es ja so ein Trailer, der bahnfähig ist, der wird vorbereitet und wird dadurch auch etwas schwerer zum Beispiel, also nicht unbedingt nachhaltiger. Und die Frage ist, kann man zum Beispiel auch einen Adapter bauen, der dann die Bahnverladbarkeit eben für ein normales Trailerfahrzeug ermöglicht, also die Flexibilität erhöhen. Flexibilität erhöhen heißt auch, Sie brauchen Belade- und Entladepunkte. So sowas muss man auch schaffen, solche Kapazitäten. Ja, das ist sicherlich erforderlich, um diesen kombinierten Verkehr weiter zu stärken. Nach dem erwarteten Münchenstau geht es aber flüssig und sonnig weiter Richtung Süden. Bis zum Brenner bleibt Zeit für ausführliche Hintergrundgespräche. Stichwort größte Herausforderung der Transportbranche. Was gibt es aus der Sicht von Kögel hier zu nennen? Die dynamische Marktsituation ist eine riesige Herausforderung und erfordert höchste Flexibilität, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wie unterstützt Kögel seine Kunden dabei? Wir bieten flexible Lösungen über den gesamten Lebenszyklus des Trailers und darüber hinaus natürlich auch in der Spezialisierung und Individualisierung des Produkts. Das Thema ist zum Beispiel eins davon, Digitalisierung, der Mehrwert durch Telematiksysteme und dergleichen. Absolut. Das ist heute ein Standard. Telematik ist also in der Standardausrüstung bei Kögel.
Und wir sind also auch hier voll vernetzungsfähig und voll vernetzt mit unseren Fahrzeugen. Ein wichtiges Thema ist auch das Thema Nachhaltigkeit heutzutage. Wie spielt Kögel diese Karte aus? Einerseits sehen wir das schon in unserem Alltag durch Leichtbautechnologien, die wir ständig vorangetrieben haben in den letzten Jahren. Das zeigt sich auch in der Fertigungstiefe, die wir haben, durch unsere eigene Inhouse-Herstellung der geschweißten Rahmen. Andererseits arbeiten wir ständig an der Nachhaltigkeit über den Lebenszyklus, dass wir eben den Gesamtlebenszyklus optimieren, ob es jetzt von der Finanzierung ist, über die Serviceleistung in der Lebenszeit bis hin zur Behandlung des Fahrzeuges als gebrauchtes Fahrzeug. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört heutzutage auch Elektromobilität. Die Elektrifizierung am Trailer macht auch nicht Halt. Das ist richtig. Hier sind wir eher noch in den Anfängen. Aber auch dies ist ein wichtiges Thema, was wir sehr ernst nehmen im Hause Kögel. Und auch wir arbeiten an Themen wie Rekuperation von Energie, als auch Erzeugung von Energie, zum Beispiel durch Solartechnik. Solar pur könnte man sagen, was das tolle Wetter betrifft. Eine herrliche Naturkulisse begleitet den Trailer-Transfer. Doch die Alpenüberquerung ist ein kompliziertes Kernthema für Transport und Logistik. Wir klettern gerade die Alpen hoch, Thema Alpentransit. Welche Bedeutung hat der Warentransport hier über das Gebirge in Richtung Italien und wie schätzt Sie das in der Zukunft ein? Ja, der Alpentransport ist Nadelöhr, das wissen wir, und lebenswichtig für unseren alltäglichen Bedarf, ja, üben wie drüben. Und deswegen sind wir davon abhängig einerseits, aber auch gerade da sind natürlich Themen wie Nachhaltigkeit zum Beispiel, Flexibilität, Zuverlässigkeit immens wichtig. Der Brenner Basistunnel wird ja dann die Möglichkeit geben, per Bahnverladung Güter ökonomisch und ökologisch über den Brenner zu bringen. Ja, wir sehen eine gute Nachfrage für bahnverladbare Fahrzeuge. Wir ziehen ja gerade ein bahnverladbares Fahrzeug hinter uns her. Genau das ist der Punkt. Da gibt es schon Optionen und Potenziale für die Zukunft, den Verkehr über den Brenner zum Beispiel zu entflechten. Also sehr wichtig. Für den gesamten Gütertransport ist der Fahrer ja eine ganz wesentliche Person. Wie sehen Sie die Situation Fahrermangel aus der heutigen Sicht und wie könnte man dem beikommen? Ich denke, dass man Fahrerinnen und Fahrern zeigen sollte, dass wir sehr schätzen und wertschätzen, dass es Fahrer gibt, ja, die unser alltägliches Leben möglich machen. Und das ist sicherlich etwas, was wir allgemein in der Branche, in der Industrie, auch in der Gesellschaft sicherlich noch vor uns haben, denn wir sind auf Fahrer angewiesen. Wir sind jetzt hier einen halben Tag unterwegs. Wie schätzen Sie das aus der Fahrerhausperspektive ein, den Job? Also ich finde das einfach klasse, wenn man unterwegs ist, was erleben kann. Also es macht Spaß. Ja, ohne Stau und ohne Blockabfertigung macht's besonders viel Spaß. Willkommen in Italien. Wetter und Stimmung erreichen neue Höhepunkte, je näher es dem Ziel geht. Das müsste jetzt hier schon Auer sein, nicht? Ja, sieht so aus. Auf die Dauer geht's nach Auer. In Auer werden wir schlauer. Eben, volle Power Richtung Auer. Herr Renners, ein interessanter Überführungstag heute am Steuer des Iveco. Hinten ein nagelneuer Kögeltrailer am Haken und wir biegen gleich ab auf das Firmengelände der Firma Gruber. Ihr persönliches Fazit zu diesem Tag? Ein sehr ereignisreicher Tag, lehrreich, um die Perspektive Logistik und Transport noch besser zu verstehen. Und in diesem Sinne eine erfolgreiche Überführung. Und wir freuen uns gleich, dem Kunden persönlich das neue Produkt, den neuen Trailer von Kögel übergeben zu dürfen. Der wird sich freuen. Absolut. Übergabe von Chef zu Chef, eine echte Chefsache. Kögel ist für uns mittlerweile zum Partner geworden und wir sind mit der Qualität dieses Produktes sehr zufrieden. Es ist auch die Zusammenarbeit mit Kögel, die Kontakte sind wichtig für uns. Die Ersatzteillieferung ist auch ein ganz großer Punkt, den wir schätzen.
Und ja, das sind die Dinge, wieso wir dann bei Kögel die Bestellungen aufnehmen. Wir brauchen für unsere Flotte im Intermodalverkehr. Als Gruber Logistics setzen wir sehr viel auf den Intermodalverkehr und führen ungefähr 30.000 Intermodalladungen zwischen Deutschland und Italien jährlich durch. Und deswegen ist das Produkt hier, unsere Flotte zu verstärken, teilweise um ältere Modelle zu ersetzen und um einfach die Kapazität oder das Volumen, das auf die Schiene gebracht wird, zu steigern. Bleibt für Oliver dann nur noch das Abstellen des Trailers bei Gruber Logistics. Aber da ist der Kögel-Trailer ohnehin in bester Gesellschaft.